Lastrada auf Fiat 8. Ein Fahrzeug, was wir uns gleich mal etwas näher anschauen möchten, denn ja, einige sprechen von Facelift, aber es gibt auch eine neue Motorengeneration, die mit dabei ist. Wir haben einen Fachmann von Lastrada da und wir haben hier unser wirklich schönes Stück. Ich habe also noch nicht so viele Fiat 8 gesehen, aber das ist einer, ne? Genau, richtig. Ja. Der ist jetzt von der ganz neuen Sorte und auch mit der Top-Ausstattung, also sogar 180 PS und Automatik. Ja. Ja, hallo Tim. Hi, grüß dich. Seecamper, ja. Du warst mal Handyhändler, oder? Ich war mal Handyverkäufer, genau, bis 2018. Ja. Hat's ganz viele Läden und so weiter und dann, Genau. Wie bist du dazu gekommen, dass du jetzt... Ich habe mir damals selber einen Kastenwagen gesucht und gekauft, damit ich nicht mehr so oft ins Hotel muss und da bin ich an die Materie herangestolpert und hat halt so viel Spaß gemacht, dass ich dann gewechselt habe, ja. Du hast das Neues Lastrada, oder? Lastrada habe ich jetzt seit genau einem Jahr. Also wir sind uns letztes Jahr hier auf der Messe einig geworden. Wir waren aber schon etwas länger im Kontakt. Genau, und jetzt bin ich seit einem Jahr glücklicher Lastrada-Händler. Ja. Hi, Hi, stell dich mal vor. Shenandoah heiße ich. Shenandoah. Shenandoah, genau. Shenny haben wir. Ab und zu Leute nennen dich so, deine Mutter nennt dich Schätzchen, nee, die Oma, glaube ich, ist so. ja. Du hast einen tollen Namen, muss man sagen. Der kommt nicht so oft vor. Du bist Schauspielerin. Ja, genau. Und Synchronsprecherin. Synchronsprecherin. Ja, auch. Deine Stimme, was sprichst du schon mal? Was kennt man? Oh, davon ist leider noch nicht so viel rausgekommen, aber ich habe bei Hörspielen mitgemacht, aber kennt man nicht so. Aber Du bist noch recht jung, oder? Ja, 24. 24. Schauspielerin. Was für eine Ausbildung muss man da machen? 3 Jahre Schauspielausbildung, absolviert auch. Dann hab ich, Wo hast du? In Köln war das. An der Schauspielschule. Ja, oder? sozusagen. Krass. Und du wolltest schon als Kind, bist du vor der Kamera gewesen? Ja, auch, aber auch auf der Bühne vor allem. Also ich mag beides, sowohl auf der Bühne sein, Theater, Improvisation ist auch dabei, wie auch Schauspiel generell vor Kamera und so. Ja, geh mal schnell rein, bevor einer reingeht. Dankeschön. Sie hilft mir ein kleines bisschen, muss ich dazu sagen. Sie sperrt die Fahrzeuge, dass also die Fahrzeuge nicht belegt werden, denn morgen ist der große Messetag, heute ist der Fachbesuchertag und ja, da steht da. Ja. Ducato 8. Die Unterschiede sind fein, aber klein. Das Cockpit schon mal ganz anders. Ja, wir haben hier vorne aber noch eine Neuigkeit. Das ist jetzt der Full-LED-Scheinwerfer. Auf den haben ja auch viele gewartet. Wir überbrücken ja oft noch mit den Osram Nightbreakern im Moment, die ja Schlimm, oder? Legal sind, aber auch schon einiges an Effekt bringen. Aber die Full-LED-Scheinwerfer, ich glaube, die werden dann nochmal richtig cool. Bin jetzt leider selber noch nicht mitgefahren, aber da freue ich mich schon auf die erste Tour definitiv mit. Ja. Man hat sogar im Modelljahr 2022 mal Full-LED-Scheinwerfer eingebaut. Die Branche zieht nach, unaufhaltsam, ja, genau. Ja, was man sagen muss, also Motorschäden gibt es, glaube ich, bei Fiat gar keine. Also ich habe eben keinen einzigen. Ja. Also auch mit dem Händler gesprochen, der Tausende von Fahrzeugen, hat noch nie einen Motorschaden gehabt. Genau. Nee, haben wir auch noch nicht gehabt. Nee. Also Fiat ist da mega zuverlässig, das muss man wirklich sagen. Die Schwestermodelle Peugeot und Citroën ja auch. Also, und vom Wartungsintervall her sind die auch sehr, sehr langlebig. Ja. Ja, das ist der neue 180 PS. Richtig, das ist jetzt die große Maschine mit der 9-Gang-Automatik auch und auch dem großen 10-Zoll-Navi und dem digitalen Tacho. Den kann man ja jetzt auch neu mit dazu bestellen. Genau, Ihr habt coole Felgen hier. Ja, Lastrada hat hier noch mal ein bisschen aufgerüstet für die Saison 2022. Haben wir jetzt auch verschiedene Felgen von Delta 4x4 zum Beispiel auch oder andere 18 Zoll Felgen. Die kommen dann auch dementsprechend gut an. Ja. So, jetzt gibt es ja weniger Farben bei Fiat, habe ich gehört. Ja, wir haben jetzt ja die Auswahl fürs nächste Modelljahr zwischen Schwarz, Weiß, Grau, Grau und Grau. Da gibt es ja dann Lanzarote Grau, Eisengrau und Silber, glaube ich, noch. Genau. Man kann ja folieren zur Not. Man kann folieren, genau. Okay, das heißt also, wenn einer kommt, sage ich, ich hätte gerne Orange, ruhig mal an euch rantreten. Ja. Das heißt, man könnte also nach der Produktion in Orange folieren und dann mit Lastrada kommen, oder? Das geht? Genau, das ist kein Problem. Also wir haben sehr gute Folierer am Bodensee, mit denen wir zusammenarbeiten. Das ist kein Thema. Man kann bei Fiat zwar auch Sonderfarben noch bestellen, aber da gibt es leider kein Lieferdatum. Das macht die Sache dann wieder etwas schwieriger. So, der Hobel hier kostet 83.700 €. Und da muss man aber direkt sagen, ich würde mir gar nicht die Mühe machen, diesen Film zu machen, wenn nicht was ganz Mystisches an Lastrada dran ist. Denn die meisten Lastrada-Fahrer fahren die Kisten wirklich, bis sie wirklich bis sie nicht mehr gehen, bis kein Lack mehr drauf ist. Das sind unglaublich nachhaltige Fahrzeuge, oder? Definitiv. Also es gibt, wie gesagt, auch fast keine Gebrauchtfahrzeuge im Markt, weil der Lastrada-Kunde sein Fahrzeug doch schon sehr lange behält. Oder es bleibt in der Familie. Also da nehmen wir leider auch ganz selten mal einen in Zahlung. Ja.
Jenny, ich komme gleich zu dir, dass wir das mal sehen. Dann schauen wir uns den Innenraum mal an. Vielleicht mal kurz von außen. Ja. Ein optimales Fahrzeug ist der Fiat Ducato auf jeden Fall für ein Wohnmobil. Denn die Innenmaße von der Breite, man sieht das hier, wo also viele Fahrzeuge stromlinienförmig dann, ich sag mal, das alles so echt stark verjüngen, Genau, hat ja. der Fiat wirklich sehr, sehr breite Backen, die erst ganz oben dann jünger werden und das schafft Breite. Richtig, genau. Und das ist jetzt ja auch das hohe und lange Chassis. Da sieht man das dann oben, dass er da doch etwas enger zuläuft, aber bis halt am oberen Bett läuft das noch sehr gerade nach oben. Ja. Dadurch hat man halt auch große Staukästen und viel Platz. Ja. Ja, ich denke auch, La Strada macht viel aus an Sachen, die man nicht sieht. Ja. Unter anderem natürlich die Isolierung, das ist ein Mega-Thema. Das ist gut gemacht, oder? Die sind wintertauglich definitiv und jetzt im EB haben wir zum Beispiel auch den doppelten Boden. Ist auch drin. Ist auch drin, genau. Ist Was das da für eine hohe Heizung? Chassis. Auch eine? Kann man auch wieder wählen, entweder Gas, Diesel oder mit E-Stab noch zusätzlich. Das ist kein Problem. Also Doppelboden hat einen riesen Vorteil. Mach mal bitte auf. Na klar, gerne. Mal schauen. Das, oh ja, das ist was ganz anderes. Das kenne ich so ja eigentlich nur aus dem, ja gut, es ist eine Manufaktur, die da ist. Und das ist der Doppelboden, gell? Vorne sehen wir dann den Doppelboden dann nochmal im Wohnraum. Hier im Kofferraumbereich jetzt nicht. Aber da haben wir dann auch nochmal zusätzlichen Stauraum eben und auch wieder ein anderes Raumklima. Ja. Hallo. Toll. Also das wäre jetzt zum Beispiel eine tolle Kiste für einen Hund, die du erweitern könntest. Definitiv. Unten hat man zum Beispiel dann nochmal Platz für Golftaschen etc. oder Ski, die man nochmal durchladen kann. Genau. Was ich gut finde, ist, dass ihr die Tür wirklich komplett zugemacht habt. Genau. Also das ist ja so das Einzige, was du ja bei so einem Fahrzeug von innen so direkt spürst, ist hier diese Tür. Und das ist gut, damit es auch natürlich die Feuchtigkeit, die sich vielleicht mal bilden könnte, raus kann. Genau, ist alles hinterlüftet, eben bezogen hier nochmal mit Stoff. Das wirkt dann natürlich auch nochmal ganz anders. Du benutzt La Strada selber im Moment? Ich warte noch auf meinen, ja. Ja, du bist ja erst seit einem Jahr Händler. Genau, richtig, ja. Bei Genau. mir wird es jetzt dann ein Regent S zum Jahresende. Boah, du bist so braun hier auf dem Video, weil das alles weiß ist hier. Was mir gut gefällt, ist das Weiße. Da werden jetzt viele sagen, naja, Zahnarztpraxis, aber das ist ja wahlweise. Genau, ich kann ja hier richtig. wählen, was ich will. Genau, wir können ja die Möbelfarben und die Klappen frei wählen und auch natürlich wieder Leder, Teilleder und Stoffbezüge in allen möglichen Farben. Ich glaube, ich habe hier schon einen Fan, oder? Das ist echt cool, dass Was du denn? das wirklich so rausholen kannst aus dem... Aus dem Fachhaus? Ja, ja, genau. Dass du quasi vom Bett aus dort reingehen kannst. Schon cool. Es gibt ja im Zubehör gibt's ja auch so Fliegenschutzgitter für hinten, dass du die Tür auflassen kannst. Entweder Gell? mit Magnet oder auch fest zum Einbauen. Das ist auch kein Problem, das nachzurüsten. Ja. Was Gas links oder was ist hier? ja, hier einmal nochmal. Ah, da ist das Gas. Testen. Ja, auch mit einem Schlitten, dass man sich hier nicht so schwer tut. Ja, anders ging's ja gar genau, nicht. Ja. Dadurch, dass es von weiter hinten ist, auch hier mit dem Duo-Control-Gasregler, das ist kein Problem. Also Technik ist immer sauber aufgeräumt bei La Strada. Hier haben wir nochmal einen kleinen Staufach. Die ist so neugierig. Hier, guck mal. Genau, hier haben wir das Technikfach dann wieder für die Elektrik. Also da hat alles bei La Strada seinen Platz und ist sauber aufgeräumt und ordentlich verkabelt. Ja. So, und dann Zoösen an den richtigen Stellen. Die sind auch durchverbunden, das heißt, da kannst du dann auch mal... Die kann man schon stark belasten. Ja. Sag mal, wenn ich jetzt einen Roller habe oder so, da habe ich aber diese Fläche hier. Da kann ich nicht durchladen oder aufklappen wie bei anderen. Richtig, genau, das ist jetzt hier fest verbaut in dem Modell. Das Bett kann man noch ein Stück weit klappen. Vorsicht, die Jenny, dass mir die nicht tötest. Hier noch ein Stück hoch. Und da kann ich hier dann auch nochmal Fahrräder drunter stellen. Oder Und das bleibt auch so, das hält so? Das kann man auch hochstellen. Ja, muss ich nur die Matratze Okay. dann nochmal. Hier Folie. Genau, Folieteller natürlich auch von unten belüftet, damit hier auch nichts stockt, wenn das Fahrzeug mal länger steht. Also das hat immer hohes Qualitätsniveau und eben auch sehr, sehr komfortable Matratzen bei La Strada. So, winterfest heißt, alle Tanks sind innen. Genau, also Abwasser auch? oder beheizt. Man kann den Abwassertank auch beheizen und isoliert mitbestellen. Das ist gar kein Problem. Ja. So, Test aller Tests, schlag mal feste zu. Ja. Du weißt, was ich will? Ja. Gut, das letzte Klong war besser. Das letzte Klong war besser. Wenn du gerade noch einmal. Nee, nur Achso, okay. die rechte Tür.
Ja, ist okay. Also schon satt, oder? Ja, doch. Also wie gesagt, ist auch keine Kältebrücke, dadurch, dass die Bezüge überlappend sind. Also mach mal ein UPS-Auto auf, das ist anders. Ja, das definitiv. Aber auch bei anderen Kastenwagen kennt man das, wenn man im Querbett zum Beispiel hinten liegt, dass es da dann doch ein bisschen kalt zieht. Das haben wir hier eben nicht. Ja. Ich habe überhaupt nicht gewusst, dass sie auch normale Kastenwagen bauen. Also die, Ja. ich glaube, das wissen viele nicht, oder? Eine Großzahl an Grundrissen, ich glaube 8 oder 9 aus dem Kopf raus. Dadurch, dass wir ja auch immer die Autos wahlweise mit dem etwas niedrigeren Chassis mit 265 haben oder dann mit den 285 mit dem doppelten Boden, wie jetzt hier im EB. Ja. So, und das ist jetzt ein Lastrada Avanti EB. Genau, richtig. Ja. So, ich zeige gerade nochmal die Daten. 636, Ja. Höhe knapp 3 Meter, 3,5 Tonnen, 500 Kilo Zuladung. Ist das realistisch, 500 Kilo? Das ist realistisch, ja. Also da rechnet sich Lastrada schon immer auch noch ein bisschen Puffer mit dazu. Also da kann man unbesorgt sein, ja. So, kostet hier fertig 83.700. Das sind jetzt Messefahrzeuge oder sind die schon verkauft? Die sind alle schon verkauft, ja. Genau. Alle weg. Das heißt, da sind schon Extras drin, die sich der Kunde gewünscht hat, oder? Genau, richtig. Also angefangen über die Pakete, die es bei Lastrada gibt, oder dann natürlich auch noch Einzelwünsche, die man so dazu buchen kann. Zeig mal hier, was können die Fächer? Kleine Hier haben wir Fächer. nochmal eine kleine Schublade, also hier wird kein Platz verschenkt. Hier unten haben wir nochmal eine Ablage. Ah, okay. Was dann auch gleichzeitig Wenn nochmal du so frühstückst oder so. Genau, das kann ich nicht ganz aufmachen wegen dem Monitor, das kann man dann noch hochklappen und hat hier unten drunter nochmal ein Staufach. Also da wird wirklich jeder Zentimeter auch sinnvoll genutzt. Ja. So drunter, da könnte man zum Beispiel das Frühstücksbesteck oder was weiß ich reinmachen. Ja, genau. Mach mal hoch, dass man am Boden sieht. Ja, da Denn da ist ja jetzt Schutz drin für die Neukunden. haben wir auch wieder die Stauklappen im Fußboden. Ah, das musst du mir mal zeigen. Das ist einmal so lieb. Weil das unterscheidet euch ja doch wesentlich von allen anderen. Ihr habt eine ebene Fläche durchgehend. Ja genau, bis auf die Trittstufe hier im Eingangsbereich und dann bis zum Bett ist es eben. Und hier kann ich dann halt den Platz auch wieder sinnvoll nutzen. Ich muss nur den Teppich mal nach hinten vielleicht rausnehmen. Weil die allermeisten haben ja nur im Fußbereich vorne, haben die Doppelboden. Ja. Aber so konsequent wie ihr macht es keiner, oder? Genau, hier haben wir auch eben nochmal tiefe Fächer, die auch belüftet sind und auch nochmal beheizt. Also das ist, kommt schon der Fußbodenheizung sehr nahe. Ja. Dort auch unter dem Sitzen? Den Tisch auch nochmal annehmen, hier haben wir auch nochmal, genau. Mach mal auf, bitte. Weil das flechten natürlich die ganzen Fiat-Leute. Ja. Weil sowas haben die nicht. Doppelboden, Ja. das müssen wir schon selber bauen. Das ist alles Schreinerqualität, oder? Das ist alles Schreinerqualität, wird auch alles im Hause Lastrada selbst produziert. Das macht die natürlich auch etwas unabhängiger von den Lieferschwierigkeiten, die wir im Markt so ein bisschen haben. Komm, wir machen mal ganz kurz den Boden hier raus. Ja. Wir haben hier saubere Schuhe, Ja. dass wir den... So, ansonsten beginnt ja morgen das große Rennen. Ja. Hier die ganzen Oberflächen, wenn du mal drüber fährst, wie fühlt sich das an? Ja, die sind etwas leicht angeraut, damit man nicht ausrutscht und sind sehr strapazierfähig und sehr langlebig. Genau, also das Also für so Hiker oder so, die können dann das machen. Dann Polster, da hast du die Qual der Wahl, alle Farben, alle Formen, alles geht, oder? alles, ja fast alles geht, genau. Das ist der schwierigste Part, glaube ich, bei der Bestellung. Jenny hat toll. Weil ich dann, wie gesagt, die Komm, wir legen das nochmal rein. Mal das. Möbelklappen, ich lege immer das Auto. Ist okay. Ja, wir sind ja vorsichtig. Lieber Besitzer, du wirst das Video sehen, garantiert. Wir werden respektvoll mit deinem Fahrzeug umgehen. So ist es. Das ist auch so halb draußen, das ist witzig irgendwie. Genau, also wir haben wie gesagt die Wahl bei den Möbelklappen, bei den Möbel selber und natürlich bei den Stoffen, Teilleder und Leder kann ich hier frei wählen. Ja. Ja, ihr habt hier dieses tolle Kochfeld von Ja. Chan. Das ist schon ziemlich cool. Genau. Sieht man selten. Ja, hat sich bewährt, ist halt auch, sag ich mal, vom Platzangebot etwas komfortabler. Da passen auch 2 größere Töpfe nebendran. Gibt es ja doch das eine oder andere, wo ein bisschen enger ist und lässt sich sehr gut reinigen und ja, ist halt sehr robust, ja, und pflegeleicht und langlebig. Ich mach mal das Licht an, dass wir mal ein bisschen... Genau, wir haben hier oben wieder die Leiste mit Touch. dem Touch, genau, die sich dann auch wieder dimmen lässt. Das ist Standard im Lastrada. Genau. Warte, ich guck mal gerade, weil normalerweise hast du immer so, je nachdem, wie man tippt. Ja, jetzt ist es wieder heller, ja. Ja, ich bin ja schon... Überdeckten Beleuchtung nochmal am Küchenblock oben rum. Das wirkt schon sehr wertig. Ja. Natürlich Fliegenschutzgitter, ein großes CBE-Terminal, das da ist. Das kennen wir ja schon. Du weißt, wozu das gut ist, so ein Terminal? Hier so ein... Nee, Das damit- war doch hier mit den Stromregeln oder so. Genau, ne? Strom, du kannst Wasser ablesen, ob noch was drin ist Alles. und so. Tanks, was hat der so Volumen? 100 Liter Frischwasser, 100 Liter Abwasser haben wir mit bei. 90 Liter Diesel, genau. 17 Liter AdBlue ist auch beim neuen, glaube ich, gleich geblieben.
Hier haben wir jetzt eben das neue 10 Zoll Navi von Fiat und das neue Cockpit. Du darfst mal hinsetzen auf dem Fahrersitz und den Sitz mal drehen. Dann sprechen wir mal ganz kurz über Fiat 8. Ja. Als sie das angekündigt haben, ist ja noch gar nicht so lange her. Dann hatte ich das Gefühl, da wollte keiner mehr den alten kaufen. Aber so groß ist der Unterschied jetzt auch nicht. Aber er ist schon sichtbar. Er ist definitiv sichtbar, genau. Aber ich sag mal, es ist halt ein Facelift. Einmal der große Unterschied ist natürlich der Tacho. Das Lenkrad wirkt etwas moderner. Digital, gell? Genau, Tacho. richtig. In diesem Fall digital, voll digital. Gibt es ja auch noch mit den Rundinstrumenten und dem kleinen digitalen Tacho. Also jetzt mal ernsthaft, das hat der Polo, hat das, ja. Und es war überfällig, habe ich schon fast das Gefühl gehabt, weil ich sag mal Mercedes-Benz, M-Books und Co. Aber das sieht schick aus, Das oder? sieht schick aus, definitiv, ja. Wie gesagt, auch das Lenkrad, der Schalthebel, ist alles nochmal etwas optimiert worden und auch gerade hier das Bedienfeld von Klimaautomatik und den Assistenzen ist doch deutlich hochwertiger wie jetzt im alten Nutzfahrzeug, sage ich mal. Ne? Das hat schon PKW-Charakter hier. Aktiver Spurhalter hat er jetzt? Kann man alles mit bestellen. Gibt ja jetzt auch den aktiven Tempomat, der den Abstand automatisch hält. Radar. Radar, genau. Ja. Dann zum Beispiel die elektronische Handbremse. Ich glaube, das ist für die Camper immer doch nochmal ein großer Punkt, damit ich hier die Handbremse nicht mehr so im Weg habe. Das sind jetzt solche Geschichten oder mit der LED-Vollscheinwerfer, die dann einfach zeitgemäß sind. Also mehr PKW, muss man sagen. an den PKW. Mehr im PKW. Das ist ja auch bei Mercedes die Lautstärke. Bist du mal gefahren mit dem 9.8er? Leider noch nicht, nein. Ja, ich muss noch gucken, da kommen jetzt noch mehr. Das werden wir uns mal anschauen. Ja. Ich gucke mal am Stand von Fiat auch vorbei, aber dass wir den Motor mal anmachen können. Schön ist natürlich auch gewagt hier das Schwarz mit dem Weiß. Genau, ja, das ist mal was anderes. Ja, kann man sagen. Bei La Strada gibt es aber irgendwie auch keinen Standard, also das macht wirklich jeder Kunde anders. Aber ihr beratet schon, wenn der Kunde da total daneben Natürlich, liegt. ja. Warnhinweis, Daneben liegen hatten wir jetzt bis jetzt noch nicht. goldenes Auto außen. Aber wie gesagt, also ich glaube, wir haben noch keine zwei gleichen La Strada verkauft, das ist schon so. Ja. Aber ist das schon. macht's ja auch aus, ja. So, ihr habt natürlich auch viele Zulieferteile da, aber auch viel in der Manufaktur, wie zum Beispiel hier die Platte. Das ist ja sehr aufwendig gemacht. Wenn du das hier mal guckst, wie das verklebt ist mit dem Metall und dem Licht da drin. Das Ganze muss ja auch noch halten. Ja, man will das ja nicht wieder aufmachen nach einem Jahr. Definitiv, ja. Nee, aber man muss auch sagen, wir haben, was La Strada angeht, da ich glaube, die niedrigste Reklamationsquote. Ja. Gutes Möbelbau wie zu Hause. Das ist wirklich Vielleicht so. ein bisschen leichter. Auch die Möbelbeschläge und die Auswahl der Materialien ist da einfach schon wirklich auf Qualität ausgelegt. Schön. Aber hier könnte der Kunde jetzt sagen, die Schublade ein bisschen größer, ein bisschen kleiner. Nein, das geht nicht. Das sind jetzt so Sachen, die sind im Grundriss festgelegt. Also CNC, die sind Genau, eingespeichert. die sind eingespeichert. Genau. Okay. Das war ganz so aufwendig. Mach mal mal rechts auf, dass wir sehen, das ist wahrscheinlich die Besteckschublade. Ist ja alles ganz anders wie bei vielen anderen Fahrzeugen. Schade, dass es keine Heckküche mehr gibt. Ja, das war nämlich immer, habe ich gesehen, Westfalia. Ja. Gab es früher mal so einen alten Mercedes, Marco Polo oder wie der hieß. Ja, und der hatte eine Heckküche und so ein Stellbett. Wir haben aber auch noch einen sehr spannenden Grundriss. Den können wir uns ja später gerne nochmal anschauen, wo wir die Dusche und die Toilette im Heck haben. Heckbad. Heckbad. Und dadurch gewinnt man doch auch wieder viel Wohnraum mit einem Hubbett. Und das Auto ist gleich lang, aber wirkt ganz anders vom Raumgefühl. So, komm, wir zeigen mal ein paar Sachen. Schön ist hier der Einstieg. Ihr habt eine also interessant. Das ist jetzt eben das Einzelbett. Das wird auch immer stärker gefragt. Jenny, geh mal durch. Nicht übereinander klettern muss, wenn man nachts mal aufstehen muss. Und da halt einen sehr einfachen Einstieg in das große Bett hat. Und hier im EB haben wir dann eben auch nochmal die schönen Fenster hinten am Bett, dass man dann auch nochmal rausgucken kann. Das ist schon ganz gut, ja. Warte, ich komme sofort zu dir. Sei lieb, mach mal gerade hier die Schränke oben auf. Ja. Einmal ganz kurz. So, Rausfallschutz. Es klappert auch nichts. Nee, Also, hier klappert auch ihr habt von Rehau habt ihr gute Sachen gewählt. Genau, ja. Dann das in AES ist die beste Wahl meines Erachtens, wenn du lange stehst. Ja, also wir haben eine Alternativ noch den Kompressorkühlschrank. Bei uns, also das ist glaube ich aber auch mal ein bisschen unterschiedlich, ist die Tendenz schon eher zum Kompressor, weil die doch dann auch im Sommer noch mal mehr Kühlleistung haben. Absolut, aber trotzdem, ich sag nur, ich habe ja einen Kompressor, einen großen von Dometic, der säuft schon Strom. Also es ist Definitiv, ja. unten, also wenn du das hast und dann oft auf und zu machst und so.
Gut, jetzt habe ich 600 Ampere-Stunden Lithium, das ist nicht so schlimm, aber du fährst ja mit so einem Auto nicht mit 600 Ampere-Stunden rum. Nee, aber so 200 bis 400 Ampere Lithium bekomme ich ja auch runter. Ja. Kriegst du runter, toll. So, jetzt Bett, klär mich mal auf, was ist das für ein Konzept? Genau, das sind jetzt die 2 Einzelbetten, die sehr groß sind. Da hat eben den großen Vorteil mit dem sehr einfachen Einstieg. Hier das sind 2 Längsbetten, oder? Genau, das sind jetzt 2 Längsbetten. Weil die Matratze quer ist, das hat mich ein bisschen verwirrt. Nein, das sind jetzt, spürt man das, die Falster? Nee, die sind so gut von der Qualität, plus das Froli-Teller-System, das spürt man nicht. Jenny, du darfst das mal testen, wenn du mal so lieb bist, dich mal hinlegst, denn die hintere Matratze ist ja quer. Ob man das irgendwie spürt, den Unterschied? Nee, genau so. Aber man könnte sich, also je nachdem, auch hin und quer reinlegen, oder? Habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, genau. Aber verboten ist es nicht, ja. So, also 2 Meter Länge, schätze ich. Genau. Haben die? Ja. Hier sind Musikbox oder was? Genau, die Lautsprecher haben wir hier nochmal im Heck. Wenn man mal an Regentagen dann sich das hier vielleicht auch gemütlich machen möchte, geht das auch mit Musik, ja. So, dann ein Fenster, wo du bedenkenlos die öffnen kannst, da kommt keiner rein. Da kommt keiner rein, ja. Ja. Auch hinten, also die kannst du auflassen, ohne dass einer Stress hat. Problem, genau. Kann ja hier auch noch, wenn man möchte, Dachklima mit dazu bestellen. Bei den Fenstern hat man eben auch Wahlmöglichkeiten. Die muss man nicht nehmen. Ja. Toll ist der Einstieg. Also es gibt hier wahrscheinlich noch einen Zwischenkeil, oder? Dass du das komplett... Genau, den gibt's und hier haben wir eben den Einstieg mit den 2 Stufen und ich muss auch sagen, der EB ist im Moment bei uns auch der meistgefragte Grundriss oder der E allgemein. Den gibt es ja auch noch mit dem niedrigeren Chassis. Ohne doppelten Boden dann. Ich bin mal gespannt aufs Heckbad. Ja. Weil das, ich liebe immer solche anderen Sachen. Da ging es ja eben raus. Genau, zu dem. Hier in den Stufen haben wir natürlich auch wieder Stauraum. Und hier links auch. Zeig mal, Staum. Ist ja alles Doppelboden, gell? Genau, hier ist alles noch Doppelboden. Hier haben wir auch wieder den Kleiderschrank, wo wir eben auch hängen können, weil es nach unten geht. Auch wenn es von hier außen nicht so aussieht. Und hier ist ja von unten dann die Durchlade, wo ich dann die Skier oder Golfbag dementsprechend. Kann der Kunde aber auch. Geht denn hier jetzt das Heck, das kann man nicht modifizieren, das ist so wie es ist. Also der Möbelbau als solches ist so vorgegeben. Also wie gesagt, man kann die Farben und die Dekorplatten alles wählen, aber den Grundriss als solches so nicht verändern. Mhm. Unten? Überall Schränke, richtig viele. Einen Kleiderschrank hast du? Den haben wir hier. Hast du da? Hier geht's ja noch mal. Man muss sich ein bisschen bücken dann. Genau, ja. Gut, einen Tod stirbst du immer. Irgendwas. So, Bad? Genau. Nasszelle ist für einen Fiat auch sehr geräumig, auch zum Duschen. Das funktioniert ganz gut. Klär mich mal auf. Also Vorhang, den machst du rum? Duschvorhang einmal rumrum. Das war's. Genau, Teppich haben wir jetzt. Der Rest kann nass werden, spielt keine Rolle. Dann hast du hier Sachen, die kannst du dann abschließen. Ja. Ist das Wasser? Ah nee, da geht der Duschvorhang. Genau, der Duschvorhang geht rum, aber das Wasser, also das Material ist schon sehr wasserresistent, aber man sollte schon den Duschvorhang mit benutzen. Da hat man dann auch wieder die Halterung für den Seifenspender, der natürlich auch sehr ist. So, dann hast du hier wieder deinen Vorhang. Dran, ja. Zeig mal. Ich finde Vorhänge viel, viel besser am Kastenwagen, weil es klappert nichts. Wir haben aber rundrum Plissés. Das ist hier einfach nur noch mal als Raumteiler gedacht. Wie gesagt, wenn jetzt einer früher ins Bett möchte oder man im Industriegebiet mal übernachtet, dass man nicht so auffällt, kann man hier dann einfach über den Vorhang nochmal den Schlafbereich. Also ich würde also ich bin ja jetzt nicht so der Held, muss ich sagen, der Industriegebietsheld, weil ich höre dann immer jedes Geräusch. Weiß nicht, ob du das kennst, du stehst irgendwo und dann wackelt auch nur der Wind und dann denkst du dir schon, wer ist da an meinem Fahrrad dran hinten? Aber es gibt auch, wie gesagt, die Alarmanlage, die man ab Werk mit bestellen kann. Es ist noch nie was passiert, aber man schläft anders. Das stimmt, ja. Ich habe meinen Schäferhund dabei, von daher. Echt? Ein Schäferhund? Farbe vom Schäferhund? Ein grauer Schäferhund ist das, genau. Der hat abfallende Linie, oder was hat er? Der ist recht gerade, genau. Ja. Zeig mal hier, bitte. Ja, hier haben wir auch nochmal einen Riesenstapel. Ich kann es nur vermuten. Boah, da kannst du rein, Jenny. Nee, mach's nicht. Das ist echt groß. Mitunter, genau. Also gerade für Jacken oder auch im Winter, wenn man unterwegs ist und dann größere Jacken und sowas dabei hat, ist das schon spitze. Oder auch mit Boxen, so Sortiersysteme gibt es ja auch viele mittlerweile. Kleinkind, kannst du zumachen, wenn es schreit. Wenn es nervt, ja. Ich habe einen Sohn, also ich würde sowas nie tun, aber macht sowas nicht. Ja. So. Macht doch keine Katzen rein oder Hunde. Genau. Ist schön. Ich überlege gerade, was will ich denn noch so fragen? Der Tisch. Der Tisch. Genau, Tisch kann man natürlich auch ausdrehen, auf der Schiene verschieben. Ja. Also das ist ein... Vorsicht, unten ist noch offen, gell? Ja, genau, unten noch offen. War nur so ein... Den Tisch kann man natürlich auch komplett ausdrehen, dass man vom Beifahrer
dann auch mehr Tischfläche hat und auf der Schiene noch verschieben, je nachdem, wie man die Sitze positionieren möchte. Das ist kein Problem. Ja. Also ich bin echt überzeugt, zumal das hier ist Manufakturqualität. Genau. Die Verdunklungssysteme einmal ganz kurz zeigen, die kennt man ja. Ja, das sind die gängigen, die haben sich nicht verändert. Kann man einmal hier an den Seiten ganz simpel nach vorne ziehen, die machen auch wirklich dunkel, also da kommt auch kein Restlicht mehr durch. Die Remis, die guten. Ja. Und vorne hast du dann das gleiche nochmal. Genau, und vorne kann man dann von beiden Seiten einfach zumachen. Und das hält dann magnetisch in der Mitte. Ist auch ein bisschen belüftet. Genau. So, hab ich das vergessen? Ich glaube nicht. Dann schauen wir mal ganz kurz. Da ist er. Fiat Ducato 8 auf La Strada oder umgekehrt. Ja gut, die Farbwahl, also die Modelle, die ihr hier ausstellt, haben ja Kunden jetzt wirklich im aktiven Kauf bei euch bestellt. Ja. Ist schon schön zu sehen. Also gibt es Kunden, die sagen, ich will es genau so wie da? Oft ja, doch. Also gerade die Außenfarben, gut, da haben wir jetzt nicht mehr die Riesenauswahl bei Fiat, aber sonst der Innenausbau ist doch schon sehr individuell. Ja. Du kannst auch sagen, ich will den komplett ohne Aufkleber, das geht auch? Ja, natürlich. Also Aufkleber kann man entweder komplett weglassen oder so mitbestellen, wie wir es jetzt haben. Ja. Oder egal was, kannst du auch. Also von La Strada-Seiten aus geht entweder nur Nein, mit später bei dir. Oder ohne. Bei uns geht das natürlich dann auch mit Folieren oder Werbeaufdrucke, weil wir auch viele Selbstständige haben, die das als Hotelersatz benutzen. Das, hast du jemals einen nachgerüstet mit Allrad, eigentlich manuell? Allrad nachgerüstet nicht. Das geht ja dann über Dogel zum Beispiel, das haben wir jetzt aber noch nicht gemacht. Genau, aber sonst, wir verbauen sehr viele Vollluftfederungen oder Teilluftfederungen. Das macht ihr auch? Das machen wir auch. Für Geld machen wir fast alles. Dann aber nicht 3,5 Tonnen oder so? Was macht doch, also unabhängig vom zulässigen Gesamtgewicht. Das geht da einfach mehr um den Fahrkomfort und dass man nochmal Neigungswinkel ausgleichen kann, wenn man zum Beispiel mal schräg steht. Ja, tolle Sache. Also Hubstützen jemals verbaut? Hubstützen im Kastenwagen nicht, weil die auch zu schwer sind, meiner Meinung nach, und das sehr teuer ist, weil für das Geld bekomme ich im Regelfall auch schon Vollluftfederung. Ja. Und dadurch habe ich eigentlich viel mehr Vorteile. Das ist jetzt der gleiche Grundriss nochmal, der E. Das ist jetzt im Prinzip das gleiche Fahrzeug, bloß niedriger und dementsprechend dann nicht mehr mit doppeltem Boden. Ja, schauen wir uns auch gleich mal an. Länge, ist er länger? Nee, genauso lang. Der ist 6,36 Meter, der ist jetzt nur 20 cm niedriger. Er wirkt viel länger, dadurch, dass er so niedrig ist. Der EB, genau richtig, ja, das stimmt. Ja. Aber so Features wie Rückfahrkamera, die sind serienmäßig nicht dabei. Die muss man immer ordern. Dann. Die sind in den Paketen eigentlich schon mit. Es gibt Pakete. Mit dabei, genau. Was sich ja jetzt auch im neuen Ducato geändert hat, dass das Navi und die Rückfahrkamera ja original Fiat ist. Vorher war es ja dann dementsprechend von dem Zulieferer. Ja. Krass, also ich habe es eben schon gesagt, in jedem Golf kriegst du heute eine Rückfahrkamera in den kleinsten Paketen, aber in einem Camper, wo du gar nichts siehst, da musst du nachrüsten. Also Fiat hat ein Herz für Camper. Ja, genau, mittlerweile. Ja. Für DPD-Fahrer. Ja. Genau, ja. Wobei wir auch viel die Kamera nachrüsten, weil die von Fiat ja doch etwas aufträgt. Und da gibt es auch schon etwas unauffälligere. Ja. So, hier ist er. Also 3,5 Tonnen Maxi. Kann man eigentlich auch ablasten, dass man den mit mehr Zuladung erstmal nimmt und dann später, wenn man sagt, okay, lang nicht? Also 3,5 Tonnen, dass man erstmal so zulässt und dann später auflastet auf 4,2, meinst du? Genau, beziehungsweise 4,2 ablastet, geht auch? Ja, also das ist kein Problem. Wenn man Maxi-Chassis hat, können wir die Gutachten dementsprechend veranlassen. Das ist kein Thema. 64.494 €, 79.089, den wir uns gleich mal anschauen. Guck mal auf die Uhr, ein bisschen Zeit haben wir noch. Der ist jetzt in Blau. Genau, die Farbe gibt es leider jetzt dann nicht mehr im nächsten Modell, ja. Und das ist jetzt ein Ducato 7 noch. Der 7er, genau, richtig, ja. Vielen Dank fürs Einschalten. Euch vielen Dank. Heute 27. August 2021. Du bist von Seecamper, der Tim, Seecamper am Bodensee, oder? Richtig, in der Nähe von Überlingen, ja. Und du bist seit einem Jahr, bist du überzeugter La Strada-Händler genau. Und bist auch hier auf dem Stand. Du hast noch andere Marken, oder? Ich habe noch andere Marken. Welche hast du noch? Wir haben einmal noch Tournee zum Beispiel und Ventura, genau. Relativ selten, dass jemand das hat. Ventura, schwer am Explodieren, die sind aus der Nähe von Koblenz. Oder so. Genau, Ventura kommt aus Koblenz und Tournee kommt aus Slowenien. Sind auch beides wieder winterfeste Marken. Da haben wir uns ein bisschen drauf eingeschossen, dass wir da die Schweizer. Die hochqualitativen Produkte haben. Ja.
Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Avanti EB, Modelljahr 2022 von Lastrada. Diesmal sogar auf Fiat Ducato 8. Das wusstet ihr aber vorher nicht, wer jetzt einen 8er kriegt, oder? Doch, das war schon klar kommuniziert natürlich. Ja. Danke. Tschüss. Ciao.